In diesem Review nehmen wir die Kontrollversion des Dragon Shadow 218 unter die Lupe. Doublefish hat seinen Dragon Shadow 218 Control auf kontrolloptimierte Spin-Offensive ausgelegt. Preislich ordnet sich der in China hergestellte Belag, der in der Zulassungsliste übrigens offiziell die Bezeichnung FC218 trägt, regulär knapp über der 20-Euro-Marke ein. Das klebrige, elastische und relativ weiche Obergummi liegt auf einem schwarzen, mittelporigen, mittelharten Schwamm. Unser Testexemplar hat es ungeschnitten auf ein Gewicht von etwa 65 Gramm gebracht. Beim Dotzen zeigen sich direkt die klebrigen Eigenschaften. Sind die allerdings überwunden, ist das Tempo gar nicht so niedrig. Im Einkontern muss man so auch erstmal die klebrige Dämpfung überwinden und viel Schlagbewegung nach vorne investieren. Bei den ersten frontalen Treffern fühlt sich der 218 Control nämlich sonst wirklich erstaunlich langsam an. Das Spielgefühl ist generell direkt, aber nicht so bretthart, wie man es vielleicht erwarten würde. Zudem ist auch eine angenehme Dynamik sowie ein gut dosierbarer Katapulteffekt spürbar. Das Blocken geht mit dem Dragon Shadow 218 Control prinzipiell solide von der Hand. Der Belag verhält sich hier sehr kontrolliert. Zugleich kann man die Bälle dabei aber auch präzise steuern und platzieren. Im Topspin-Spiel ist das Gummi auf eine kontrollierte, spinbetonte Offensive ausgelegt. Hier erreicht der Belag also nicht ganz so viel Punch und Durchschlagskraft, ist dafür aber gut beherrschbar. Das Obergummi greift sicher in den Ball. Tendenziell ist unserer Meinung nach bei dieser Disziplin ein eher längerer Armzug von Vorteil. Überm Tisch ist durch die hohe Klebrigkeit erstmal etwas Eingewöhnung notwendig. Dann lassen sich aber kontrolliert kurze und flache Ablagen spielen. Auch das Eröffnen gelingt relativ einfach, wobei sich erwartungsgemäß hohe Rotationswerte ergeben. Auch hier hält sich der Belag tempomäßig eher zurück, legt aber zugleich eben auch eine gewisse Dynamik an den Tag. In der Halbdistanz lässt sich der 218 Control solide spielen. Hier hat uns vor allem das Potenzial fürs Gegenziehen gefallen. So legt die Control-Variante ihren Fokus in erster Linie auf die hohe Klebrigkeit, die mit einem durchaus europäisch anmutenden Spielgefühl gepaart wird. Wenn ihr ein kontrolliertes, effetbetontes Spiel bevorzugt, dann dürfte dieser Belag also sicherlich interessant sein.